Herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute ganz schnell an über List or Play, die Regel, die ja vor einigen Monaten für ein bisschen für Furore gesorgt hat. Viele haben es ja verteufelt, diese List or Play Rule. Ich finde sie, ja, hyper genial würde ich nicht sagen, aber sehr, sehr, sehr hilfreich, gerade für Karten zum Verkaufen. Und heute werde ich mir mit euch angucken, wie ich da so ein bisschen vorgehe. Vielleicht kann das dem einen oder anderen helfen. Natürlich, momentan heißt ja Transfermarktphase, Saison fängt an, Europa hat begonnen, Asien, Amerika geht langsam dem Ende zu. Dementsprechend kaufe ich auch häufig entweder unterbewertete Karten aufgrund für Transfergerüchte, und auch ich habe mich jetzt auf Arabien so ein bisschen fixiert. Zum Beispiel Bono habe ich mir jetzt zweimal geholt, aber da halt auch nicht blind gekauft. Zum Beispiel Bono habe ich mir jetzt geholt, dadurch, dass der Afrika Cup in ein paar Monaten ist. Da hoffe ich mir so ein paar Gewinne und ja, die einen oder anderen Karten eben wegen der Asien Champions League. Da sind diese blauen X, da sind einige Karten, die günstig sind, aber halt Spieler, die tendenziell unter 30, maximal unter 32 sind. Wenn die mal irgendwann die Lust verlieren an der arabischen Liga da unten, dann wechseln die vielleicht wieder nach Europa zurück. Da gucke ich halt hin. Ansonsten eben Asia und Amerika sind die Karten sehr, sehr günstig, Stand jetzt. Und da versuche ich so ein bisschen den Schwenk rüber zu machen. Und von Europa versuche ich eben durch die List or Play Rule zu profitieren. Wie gehe ich davor? Natürlich am besten die Karten direkt vor dem Spieltag reinstellen. Hoffen, dass die ein oder anderen die Karten kaufen, bevor es halt losgeht mit der Game Week, zum Beispiel Premier League, Bundesliga etc. Oder die dann halt auch auf dem Markt zu lassen. Das ist alles klipp und klar. Ist jetzt kein Hexenwerk, nichts Neues. Wenn du die Karte verkaufen willst, spielst du die ja nicht. Deswegen List or Play Rule. Und wenn du sie spielen willst, natürlich die Karte, kannst du sie aufstellen. Ich stelle sie auf. Hier an einem Beispiel der letzten Game Weeks gucken wir an. Hier sind die normalen Game Weeks alle abgelaufen und hier unten sieht man zum Beispiel All-Star annulliert. Das Lineup habe ich zum Beispiel aufgelöst. Es war eigentlich chancenlos, dadurch, dass Icardi nur 26 Punkte schon im ersten Spiel gemacht hat. Und Icardi war auch so ein bisschen der Auslöser, wenn ich das Lineup annulliert habe. Es gibt im Prinzip keine Chance auf einen Reward. Die so Rare Coins, die man da holen kann, auf die kann man ja auch mal verzichten. 50 bis 100 so Rare Coins wären da vielleicht drin gewesen, gerade bei Limited. Und mir geht es darum, dass ich Icardi verkaufen möchte. Wenn der gleich am ersten Spieltag von der Game Week, am ersten Tag direkt schlecht performt, da sind halt noch wenige Karten auf dem Markt. Natürlich den Trick, den ich euch jetzt verrate, benutzen einige. Dementsprechend auch jetzt ist gerade eine Midweek am Laufen. Er hat ein Tor gemacht beim 1:0 Sieg für Galatasaray. Dementsprechend können den viele nicht auflösen, unter anderem auch ich. Bei mir läuft noch die Game Week, ich kann den jetzt quasi nicht wirklich auflösen. Ich kann den somit nicht auf den Markt setzen, aber die anderen, die zum Beispiel ihm vorher auf ihn verzichtet haben, profitieren davon. Je nachdem, wann du die Karte gekauft hast, kann man da höhere Gewinne machen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Karten sind für dich momentan im Profit. Zum Beispiel hier America Champion hätte sich gelohnt. Da hat der Tormann nicht gespielt, man war chancenlos auf Rewards. Wenn da irgendeine Karte ist, die man verkaufen will, kann man das Lineup auflösen und die Karten dann frühzeitig, desto früher, desto besser auf den Markt schmeißen. Desto weniger Karten auf dem Markt sind, desto größer die Chancen. Hier eben auch All-Star annulliert. Da habe ich eben Nübel auf die Transferliste bei mir gesetzt. Deswegen habe ich das jetzt annulliert. Natürlich, die XP-Punkte gehen verloren. Das ist sicherlich vielleicht so ein bisschen, was mir persönlich ein bisschen mehr wehtut als die so Rare Coins. Sonst würde ich die ja so nicht aufstellen, die Teams. Hätte ich ein bisschen vorher vielleicht überlegen können, dürfen, müssen, aber das ist dann ein anderes Thema. Ihr seht reihenweise Lineups, die ich annulliert hatte. Hier zum Beispiel Altay Bayindir, den ich auf die Verkaufsliste gesetzt habe, und Jordan Larson. Da war auch das Lineup ziemlich schnell ja, zerstört. Da war man relativ früh chancenlos. Und desto früher, desto besser, da dann halt weniger Karten auf dem Markt sind. Wer das so ein bisschen verfolgt am Wochenende, Marc-André ter Stegen ist ein perfektes Beispiel. Wir haben da hier einen Einmonatschart zum Beispiel. Der Preis bewegte sich irgendwo bei 125 € Pi mal Daumen über den Sommer langsam steigend. Dann kam halt quasi die Game Week
kurz davor, dann gingen die Preise hoch und dann hier um den Dreh, 13., 14.8. gingen die Preise teilweise für 179 Euro. Ich habe gesehen, die günstigste Karte war zwischenzeitlich bei 199 Euro. Also doch ein satter Gewinn von 120 auf zumindest 50 Euro mehr. Und sobald die Game Week zu Ende ist, schmeißen alle wieder ihre Karten auf den Markt. Das heißt, man muss da wirklich die Deadline abwarten, auch ein paar Stunden drüber. Und dann hat man die Chance, die Karte zu ergattern. Hier ist jetzt momentan noch kein europäischer Bewerb, das heißt keine Midweeks. Spannend wird es dann bei den Preisen, wenn ein Marc-André ter Stegen ja wochenlang nicht zu haben ist. Dann wirst du die Karte ja wahrscheinlich nicht unter 200 Euro kriegen. Dementsprechend hier kann man sich auch so ein bisschen aufs Traden fokussieren. Günstigeres Beispiel Vincenzo Grifo. Da auch Monatschart ziemlich ruhig gewesen, um die, was sind da gewesen, 20 Euro hier unten herum gedümpelt, mal höher, mal tiefer. Und hier zieht der Preis schon an. Jetzt sind wir schon bei über 30 Euro. Game Week startet in ein paar Tagen. Also die Bundesliga-Saison startet halt. Und dann wird er eingeloggt. Ich denke mal so, könnte, je nachdem, natürlich die Performance ist wichtig. Wenn er jetzt irgendwie eine rote Karte fabriziert und 11 Meter, dann ist er natürlich weniger gefragt, als wie wenn er zum Beispiel ein Tor oder Assist macht, dann wird es halt nochmal einen Zacken hochschießen, teilweise wahrscheinlich bis 50 Euro. Und auch ein Europacup-Starter, das heißt, man kann mit dem auch gute Profite machen, wenn halt die Gruppenphase startet, zum Beispiel für Freiburg und alle anderen europäischen Teams. Und somit feiere ich persönlich die List of Play Rule, weil man da halt wirklich gut taktieren kann und die Karten reinsetzen kann. Und wenn man halt eben viele Lineups hat, und da halt viele schon vorzeitig am Scheitern drohen, speziell beim Academy-Team, da verlierst du ja, da kriegst du ja gar keine Punkte. Einziges XP-Farmen ist halt hier drinnen. Zum Beispiel hier irgendwie so ein Toyota, Jimenez oder Kawasaki-Spieler verkaufen willst, dann löst du einfach dieses Line-Up auf. Dann klickst du einfach bei einem Live-Line-Up an. Zum Beispiel hier America ist bei mir relativ chancenlos, wenn man sich es jetzt anguckt. Könnte ich zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir Michael Uhre verkaufen. Dann sucht man sich den in seiner Gallery raus, klickt den an, dann sieht man eigentlich direkt da hier das Ausrufezeichen, dass er in der Live-Week drin ist. Dann kann man dann zum Beispiel einen Preis eingeben, 88 Euro, dann kommt Anbieten, dann muss man hier das Häkchen machen, dass man bewusst ist, durch diese Aktion die aktuelle Aufstellung gelöscht wird. Ich lasse es mal, ich will eh keinen von denen verkaufen, dann tun die halt ein bisschen XP farmen, sei es drum. Ja, und so gelingt mir doch ab und zu mal ein überraschender Coup. Natürlich funktioniert das nicht immer, kommt auch immer darauf an, wie hoch du ansetzt, wie stark du mit Gewinnen zufrieden bist. Bei Cardi, ich habe den bei 100 Euro angesetzt, ihr habt gesehen, irgendwo bei 75 Euro liegt gerade der Floor Price. Ich will den nicht um den Preis verkaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich den spiele. Ich habe den ziemlich günstig geschossen, auch einen Trading-Gewinn mit einer zweiten Karte gemacht. Aber für 100 Euro kann man eigentlich schon sagen, ist ein guter Preis, den man mitnehmen könnte. Und ich habe da sowieso noch einen anderen Spieler in der türkischen Liga im Blick, der viel, viel günstiger ist. Und so kann man immer so ein bisschen hin und her traden. Also wie gesagt, List of Play Rule absolut genial. Gerne in die Kommentare schreiben, wie geht ihr mit dieser Regel um? Habt ihr die auch schon ein bisschen ausgenutzt oder spielt ihr einfach eure Karten, die ihr spielen möchtet? Und wenn ihr irgendeine Karte nicht wollt, haut ihr eher einfach klassisch auf den Transfermarkt oder löst ihr ab und zu auch mal euer Lineup auf, um eine Karte zu verkaufen. Natürlich desto früher, desto besser, habe ich ja gesagt. Wenn es später dann ist, so schlau sind viele andere auch schon, dann wird auch schon wieder der Markt geflutet mit den Karten zum Verkaufen, speziell wenn sie schlecht performt haben, sich verletzt haben, dann werden die Lineups sehr, sehr schnell aufgelöst und dann seht ihr, wie die Kartenpreise schnell in den Keller fallen. Da hilft euch die List of Play Rule auch nur begrenzt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dem einen oder anderen helfen. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn dir das Video gefallen hat, ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal.